Dem Himmel ein Stück näher kommen. Das ist unser Ziel heute nach dem Aufbruch in eine faszinierende Bergwelt, die uns mit traumhaften Fernblicken lockt und mit steilen Firnfeldern. In einem Gebirge, das zu den größten unserer Erde gehört und dessen höchste Gipfel mehr als 7000 Meter hoch in den Himmel ragen. Tian Shan werden sie genannt, die schneebedeckten Berge da hinter mir. Das kommt aus dem Chinesischen und es bedeutet die Berge des Himmels. Von beidem sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. China ist noch weit und im Himmel sind wir zum Glück auch noch nicht. Aber beidem wollen wir ein ganzes Stück näher kommen auf unserer Expedition über die Seidenstraße ins Himmelsgebirge. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer abenteuerlichen Biwaktour durch Zentralasien. Ein bisschen Komfort auf dem Campingplatz kann nicht schaden, also braucht man auch ein Klozelt, wenn man ein paar Tage länger bleiben möchte. Und genau das ist unser Plan, hier am Fuße eines schneebedeckten Gipfels. Es ist der große Chimgan, 3300 Meter hoch und der westlichste Eckpfeiler des mächtigen Tian Shan Gebirges. Im nordöstlichsten Zipfel von Usbekistan steht dieser Berg, keine 3 Autostunden von der usbekischen Hauptstadt Taschkent entfernt. Begonnen hat unsere Expedition etwas weiter westlich im Nuratau, einem wesentlich kleineren Gebirge an der Grenze zu Kasachstan. Mit dem Fahrrad sind wir hier gestrampelt und mit Stefan aus Suhl, der schon seit vielen Jahren Stammgast ist hier in Zentralasien. Das ist überwältigend. Ja. Hammer. Da ist einiges an Höhenmetern zusammengekommen, aber genauso haben wir auch die vielen herzlichen Begegnungen unterwegs genossen. Jawohl. Wir haben die überaus gastfreundlichen Bewohner dieses Landes kennengelernt und ihre mitunter recht rauen, aber auch herzlichen Sitten. Trotz exklusiver Getränkeversorgung waren das 4 anstrengende Tage im Sattel und wir sind froh, als es irgendwann nur noch bergab in Richtung Steppe geht. Denn irgendwo da hinten soll sie stehen. Die einstmals reichste Stadt der Welt, die bis heute zu den schönsten gehört. Wir freuen uns auf Samarkand, wir freuen uns auf die sagenumwobene Seidenstraße. Bevor wir die Seidenstraße wirklich erleben, aus deiner Erfahrung, hat sie diesen Mythos noch oder ist das wirklich, sind das Geschichten, die es nur noch im Märchenbuch gibt? Sicher hat es auf jeden Fall noch den Charme, den Reiz und das alte Historische, man sieht es noch, man hat ja vor allem auch eben in der Kultur den Bräuchen das noch drin, aber es steht auf jeden Fall auch in der Spannung zu dem, was aktuell passiert, also die Modernisierung, die Hauptrouten der damaligen Seidenstraße sind jetzt eben die Hauptrouten und die Hauptstraßen, da ist richtig was los und dann ist ja der große Nachbar China und das ist einfach definitiv ein Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Na, dann stürzen wir uns doch am besten gleich mal rein in dieses Spannungsfeld. Nicht wenige Straßen in Samarkand sind bis heute noch genauso holprig wie im Mittelalter, als hier noch die Kamele zum Basar getrieben wurden. Ansonsten hat sich natürlich eine Menge verändert in der orientalischen Handelsmetropole seit den märchenhaften Zeiten aus 1001 Nacht. Längst sind Instagram und Co. auch im Herzen von Zentralasien angekommen und wir jetzt auch so richtig mittendrin. Wow. Oho. Sieht aus, als hätten wir es, oder? Traumhaft. Wow. Samarkand, ich kenne es bisher nur aus Büchern, von Bildern. Du warst schon ein paar Mal hier. Was sehen wir hier gerade? Das ist Gur Emir, das ist das Grab des Herrschers. Hier liegt Timurlan. Ein riesiges Mausoleum, verziert mit kunstvollen Mosaiken gebaut zu Beginn des 15. Jahrhunderts und eines der bedeutendsten Bauwerke der mittelalterlichen islamischen Architektur. Gewidmet einem Mann, der im Stile eines Dschingis Khan grausam plündernd und schlachtend durch die Lande zog. Historisch sehr umstritten, aber dennoch zum Volkshelden, ja sogar zum Urvater des usbekischen Volkes erhoben, auf der Suche nach einer eigenen Identität nach dem Zerfall der Sowjetunion.
Wie schwer man sich in Usbekistan auch nach der postsowjetischen Diktatur unter dem autokratischen Präsidenten Karimov hier und da noch mit freiheitlichen Gepflogenheiten tut, das lässt uns ein dienstbeflissener Tawarisch in Uniform spüren. Er möchte uns den Zutritt zum Basar verweigern. Zum Glück lässt Christina, unsere Dolmetscherin, nicht locker. Sie verweist hartnäckig auf eine offizielle Drehgenehmigung, erteilt vom Außenministerium, das noch bis vor 4 Jahren am liebsten gar keine ausländischen Journalisten ins Land gelassen hätte. Pressefreiheit war hier ein Fremdwort. Und von heute auf morgen ändert niemand einen ganzen Staatsapparat. Nach 20 Minuten und mehreren Telefonaten endlich wird es dann geöffnet. Das Tor zu einer ganz eigenen Welt. Wir sind auf dem Viehbazar von Samarkand, der jeden Dienstag vor den Toren der Stadt abgehalten wird. Wunderliche Szenarien bestaunen wir und eine Schamanin, die fürs gute Karma Weihrauchschwaden durchs Getümmel schwenkt. Danach lernen wir, dass es in Usbekistan wahrscheinlich mehr Millionäre gibt als in ganz Westeuropa. Aber das ist kein Wunder. Für $1 bekommt man hier mehr als 10.000 usbekische Summen. Und nach diesem lustvollen Techtelmechtel kommen wir mit 2 Herrschaften ins Gespräch, die hier ein Schaf verkaufen wollen. Das laufe hier ein bisschen anders als im Supermarkt, erklärt uns der kräftige Bursche. Achso, es gibt das soll das kosten. Egal ob für ein Schaf oder eine Kuh, der Preis muss verhandelt werden. Und bei jedem neuen Angebot wird der Arm geschüttelt, dass unsereinem die Schultergelenke krachen. Daran hat sich über die Jahrhunderte nichts geändert, an den Preisen schon. Für ein ausgewachsenes Schaf zahlt man $300. Für eine kerngesunde Kuh zwischen 1 und 2.000. Okay. Okay. Ob wir vielleicht auch eine Kuh kaufen wollen, fragt er. Das lehnen wir aber dankend ab. Es bleibt übrigens nicht das einzige Angebot dieser Art an diesem Tag. Während wir uns zum Ausgang durchschlagen, können wir uns nur schwer vorstellen, dass hier auf dem gleichen Gelände schon morgen wie an jedem Mittwoch etwas ganz anderes gehandelt und verkauft wird. Gebrauchte Autos. Von einem Getümmel geht's ins nächste. Die Innenstadt mit ihren Monumentalbauten aus der Blütezeit des Morgenlandes ist hoffnungslos überlaufen heute. Millionen Touristen wälzen sich Jahr für Jahr durch die schmalen Straßen, so wie hier in der Shahid Zinda, auf dem Weg der Mausoleen. Wir hätten es dann doch gern etwas ruhiger. Als wir in Richtung Stadtzentrum spazieren, beobachten wir in den engen Straßen der Wohnviertel ein merkwürdiges Prozedere. Mit langen Stangen werden die Äste der Baumkronen traktiert und was da herunterfällt, wird mit vereinten Kräften in einem großen Leinentuch aufgefangen. Maulbeeren. Wir dürfen hier bei der Ernte nicht etwa nur zuschauen. Nein, wir werden auch sofort eingeladen, mal zu kosten. Ob wir das zu Hause auch so machen, fragt uns der freundliche Usbeke. Kennen wir nicht. Oder selten, so süß. Und ist es nur zum Frischessen oder wird auch Marmelade draus gemacht? Oder? Вы варенье варите или только свежим кушаете? Свежим или вареным тоже варите? Ja, Marmelade wird auch gekocht.
Der Baum ist übrigens kein Privateigentum. Er gehört allen, die hier im Viertel wohnen. Christina erklärt uns, wie das Leben in Usbekistan funktioniert. Das ist Mahala und hier wohnen nur Usbeken. Sie haben eine eigene Gesellschaft mit Gesetzen und Traditionen. Alles hier wird geteilt zwischen Nachbarn. Wenn eine Familie hat zu viel Marmelade, sie werden zu Nachbarn geben und teilen und andere. Also das ist wie große Familie, obwohl sie nicht Verwandte sind. Und dann sind wir endlich am Registan. Manche nennen ihn den schönsten Platz der Welt. Hier schlägt das Herz von Samarkand, das Herz der alten Seidenstraße. Die 3 Medresen, die den großen Platz rahmen, sind reich verziert mit Mosaiken aus den Zeiten der großen Karawanen. Sie werden gehegt und gepflegt, denn dieses Meisterwerk der Baukunst steht ganz weit oben in der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. In der Madrasa Ulug'bek, die im 15. Jahrhundert zu den größten und angesehensten Universitäten in der gesamten muslimischen Welt gehörte, sehen wir heute einen Schriftgelehrten sitzen, der den Koran schreibt. Er schreibt ihn ab, um genau zu sein. Ein kalligraphisches Auftragswerk für eine Moschee im Osten des Landes. Für uns unterbricht er freundlicherweise seine Arbeit und macht uns ein wunderschönes Geschenk. Eine Kulisse wie aus dem Märchenbuch. Wir sind angekommen im Herzen des Orients. Und schon am nächsten Morgen sind wir zurück auf der Seidenstraße. Mit der Romantik ist es schnell vorbei. Längst ist der alte Handelsweg ein asphaltierter Highway. Von Samarkand aus reisen wir ostwärts. Und nach einem kurzen Zwischenstopp in der Hauptstadt Taschkent biegen wir ab in Richtung Norden. Zu den westlichsten Ausläufern des Tian Shan, des sogenannten Himmelsgebirges. Unser Ziel ist das Chimgan-Massiv, fast 3.500 Meter hoch. Wir sind mit einem alten Bekannten verabredet, mit einem Bergführer aus Taschkent, den wir vor 4 Jahren am Peak Lenin im Pamirgebirge kennengelernt hatten. Привет, Sergej. Как дела? Gut, fine, хорошо. Glad to see you. You too. Krasive Gordi. Sergej ist Russe. Während seiner Kindheit gehörten Taschkent und Usbekistan noch zur Sowjetunion. Jetzt lebt er, zumindest auf dem Papier, in einem fremden Land. So wie 750.000 andere Russen auch in Usbekistan. Wie er denn für sich den Begriff Heimat definiere, frage ich ihn in unserem kleinen Basislager. Das sei eine interessante Frage, sagt er. Für mich hat Heimat wenig mit Patriotismus oder mit geografischen Aspekten zu tun. Aber hier zum Beispiel, hier fühle ich mich heimisch, weil es mir leicht fällt zu atmen, weil sich meine Seele hier wohlfühlt. Ich lebe am liebsten dort, wo ich Menschen um mich weiß. Menschen, die ich mag, die mir nahe sind. Und das passiert mir eigentlich fast immer in den Bergen. Egal, ob in Usbekistan oder im russischen Kaukasus. Ich fühle mich dort zu Hause, wo ich mit offenherzigen und netten Menschen in einer Gruppe zusammen sein kann.
Von Sergejs Bergfreunden trudeln im Laufe des Tages noch einige ein. Das wollen sie sich nicht nehmen lassen, ein deutsches Bergfilmteam zünftig zu begrüßen in ihrem Heimatgebirge. Schaschlik wird vorbereitet und Christina hat einen Plov gekocht. Das usbekische Nationalgericht. Es wird ein köstlicher Abend, an dem wir viel lernen. Nicht nur über gewöhnungsbedürftige Tischmusik aus der Plastikbox. Vom Brot soll man hier niemals nur einen, nämlich seinen Happen abreißen. Es muss immer sofort ganz aufgeteilt werden. So wollen es die zentralasiatischen Tischsitten. Gestört wird das Festmahl irgendwann vom usbekischen Wettergott. Es fängt an, wie aus Eimern zu schütten und beim Regen allein bleibt's nicht. Wir haben hier in den Bergen, weiß Gott, schon einige Gewitter erlebt. So ein heftiges Spektakel, aber noch nie. Am nächsten Morgen wollen wir trotzdem unser Glück versuchen. Wir wissen, dass es ein langer Weg ist bis zum Gipfel des Chimgan und dass der Schnee oben im Laufe des Tages gefährlich weich werden kann. Es ist immerhin schon Anfang Mai. Also sind wir kurz vor 4 schon auf den Beinen. Die erste Belohnung dafür gibt's kurz vor 6:30. Wir begrüßen andächtig die Sonne über den Gipfeln des Tian Shan. Stefan bringt das Hochgefühl bei diesem Anblick auf den Punkt. Das hat so ein bisschen was mit Meditation zu tun. Hochlaufen, erstmal bei sich sein, ist total ruhig, schön. Und es hat ja auch dann langsam gedämmert. Und jetzt die Sonne da. Herrlich. Total schöner Moment. Это очень красиво. И дорога тоже. Как ты думаешь, Ob er mit unserem Tempo zufrieden sei, frage ich Sergej. Und er lächelt. Ja, конечно. Wir sind gut unterwegs. Und wenn wir durchhalten, so sagt er, dann können wir in 6 Stunden am Gipfel sein. Sergej hat einige 7000er und viele Erstbegehungen in seinem Tourenbuch stehen. Ein erfahrener Mann. Das ist gut zu wissen hier im alpinen Gelände. Warum er eigentlich Bergsteiger geworden sei und nicht Fußballer zum Beispiel, das hatte ich ihn gestern im Basislager gefragt. Da muss er wieder lachen. Für Fußball habe er sich noch nie besonders interessiert. Für den Alpinismus früher übrigens auch nicht. Er sei Kickboxer gewesen, in Zentralasien eine sehr populäre Sportart, bis er sich mal schwer verletzt habe. Und die Ärzte ihm geraten hätten, er solle sich was anderes suchen. Freunde hätten ihn damals zum Bergwandern mitgenommen, hierher in den Chimgan. Und da sei die Begeisterung erwacht fürs Draußensein im Gebirge und für die Suche nach den Herausforderungen. Ganz so flott wie die Gemsen auf der Wechte sind wir nicht unterwegs. Man muss hier im kombiniert steinen Gelände schon ab und zu mal die Hände aus den Taschen nehmen. Ein reiner Latschhaufen ist dieser Chimgan keineswegs. Vor allem für Christina nicht, für unsere kirgisische Dolmetscherin. Für sie ist es das erste Erlebnis in solch ausgesetzt alpinem Gelände. Aber der Mut wird belohnt mit schönen Tiefblicken und mit herrlichen Ferngraten, die uns mit dem obligatorischen Filmübergepäck allerdings an manchen Stellen ganz schön ins Schwitzen bringen.
Wer macht hier so große Schritte für meine kurzen Beine? So, eine Reise. Es ist kurz vor 12, als wir unsere Aufstiegsspur über knapp 2000 Höhenmeter endlich bis hinauf zum höchsten Punkt gezogen haben. Ein Spaziergang warst du nicht. Ach, ja. Kein Spaziergang? Kein Spaziergang. Niemals schön. Gianni, ты молодец. Ich soll oben tot sein. Nein, schau. Nicht nur du. Молодец. Ja. Sehr schön. Sind wir oben? Bist du froh, jetzt hier oben zu sein? Wie ist das Sehr. Gefühl? Ich bin stolz auf mich. Ja, und das ist meine erste große Bergsteigerung. Und in einem Tag große Höhe zu nehmen, das war nicht einfach für mich. Ja. Aber ich würde sagen, das hat mir sehr gefallen. Jetzt fühle ich mich, also ich kann sagen, dass ich bin stark. Ich habe das geschafft. Also ich bin молодец. Geschenkt war er nicht, oder? War schon ein bisschen anstrengend. Steile Wände, aber wir haben es geschafft. Schön. Sehr schön. Überhaupt eine schöne Zeit mit dir hier gehabt in Usbekistan. Die geht ja nun langsam zu Ende. Bisschen traurig, dass du uns jetzt verlassen musst, während wir weiterziehen? Oder reicht's auch und bist du froh, dass du jetzt in diesen Bergen noch ein bisschen mit deinem Fahrrad und deinen Gruppen rumrösten kannst? Ja, ich hoffe doch, dass nicht nur ich traurig bin, dass ich die Gruppe verlassen muss. Kann ja noch nicht. Gut. Ja, es warten halt andere Sachen noch auf mich, genau. In Bischkek geht's weiter, Fahrradtouren stehen auf dem Programm. Und deswegen muss ich leider weiter. Es hat mir auch total viel Spaß gemacht. War es doch ein schöner Abschluss, ein schöner Höhepunkt. Auf jeden Fall, na klar. Jetzt ist es gar nicht mehr weit bis in deine Heimat. Hinter diesen Bergketten da hinten beginnt Kirgisistan und das ist unser nächstes Ziel mit dieser Expedition. Natürlich auch mit dir. Worauf können wir und die Biwak-Zuschauer sich freuen in deinem Heimatland? Auf Nomaden, auf viele Pferde. Sogar könntet ihr das probieren. Das macht Spaß. Auf unglaublich schöne Felsen, wo man kann klettern. Nicht nur Bergsteigern und wundervolle See ist so cool. Der schönste Platz dieser Welt. Tja, wenn das so ist, dann brauchen wir ja gar nicht mehr viel Werbung machen. In Usbekistan sagen wir Do svidaniya, auf Wiedersehen, bedanken uns für 2 tolle Wochen hier auf dem Fahrrad und zu Fuß und auf der Seidenstraße. Und wir bedanken uns natürlich bei all den Leuten, die uns so gastfreundlich aufgenommen haben. Es geht weiter in Kirgisistan. Auch dort gibt es die Seidenstraße. Dort gibt es Berge, die gehen bis auf 7000 Meter in die Höhe. Das Himmelsgebirge ragt dort wirklich in den Himmel. Und dort wollen wir Sie morgen begrüßen. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Wir freuen uns auf Sie. Machen Sie es gut.